Ja, so stellt man sich das Leben als Thailand-Auswanderer und vor allen Dingen auch als Teilzeit-YouTuber vor. Den ganzen Tag nur Party mit netten Mädels in schönen Locations. Das Schöne ist dann aber, wenn es zum Thema Arbeiten kommt, dann packen wir alle unsere deutschen Tugenden wieder aus und fangen richtig gut an zu arbeiten, geben alles, was wir gelernt haben, in ein Projekt, um einen Zuschauer und ebenfalls YouTube-Kollegen hier richtig zufriedenzustellen. Seit einiger Zeit haben wir über dieses Projekt gesprochen. Wir hatten so ein paar Ideen schon entwickelt gehabt. Können wir da was gemeinsam zusammen machen? Haben wir überhaupt die Möglichkeiten, so ein Projekt hier in Pattaya umzusetzen? Natürlich im privaten Bereich sowas zu produzieren für einen YouTube-Kanal und so weiter ist in der Regel gar nicht das große Problem. Allerdings, wenn es dann halt öffentlich ist oder wenn man an öffentlichen Orten drehen muss für kommerzielle Dinge, dann könnte es auch in Thailand ein bisschen problematisch werden. Aber ich denke, wir haben das recht gut umschifft alles. Ja, die Aufgabenstellung war ziemlich klar gewesen. Erstelle ein Musikvideo, Pattaya Lifestyle ist klar. Wir haben hier alles so ein bisschen im Schlager-Style. Wir haben so viele Dinge, die halt, ja, die man auch kennt, so vielleicht auch so ein bisschen Richtung Ballermann und so weiter. Für mich mal eine willkommene Abwechslung, um auch mal ein bisschen was zu zeigen, was man sonst noch so machen könnte. Macht natürlich sehr, sehr viel Spaß. Natürlich kann ich euch den Song hier noch nicht abspielen. Ihr könnt auch noch nicht das fertige Musikvideo sehen. Warum? Es wird natürlich in der großen Premiere bei Charlie dann entsprechend promotet. Das wird noch ein paar Tage dauern, aber ich verspreche euch, wenn das Video draußen ist, werde ich euch auf alle Fälle dazu einen Link schicken, dass ihr euch mein Machwerk mal anschauen könnt. Ja, diese ganzen Umsetzungen und so weiter, die man sich dann so plant und vornimmt, klappen natürlich wie immer bei solchen Projekten, bei solchen Drehs nicht ganz. Das ist völlig normal. Wir hatten auch ein ziemlich enges Zeitfenster gehabt. Wir haben natürlich auch wenig professionelle Mädels gehabt. Wie so oft muss das alles dann in einem engen Zeitrahmen passieren. Budget war auch nicht unbegrenzt gewesen, so dass man also mit dem, was man hatte, arbeiten musste und mit dem Endergebnis waren bisher alle ziemlich zufrieden gewesen. Lasst uns doch mal so ein bisschen behind the scenes schauen, wie ist dieses Video entstanden, damit ihr vielleicht mal so einen kleinen Eindruck kriegt, wie man hier auch in Thailand arbeiten kann. Wichtig ist natürlich eine gute Vorbereitung. Ich habe mir im Vorfeld schon natürlich Gedanken gemacht, was braucht man alles, was muss in die Produktion mit rein. Natürlich sehr, sehr viel Licht, Greenscreens, Filter, extra Beleuchtung für die Mädels, falls es dann ein paar Nahaufnahmen gibt und so weiter. Alles muss dabei sein. Ganz wichtig, Reflektoren. Ihr kennt ja das Sonnenlicht hier in Thailand. Also all diese Dinge zu Sonnenschirme, Tapes, Kabel, Powerbanks. Also alles, was irgendwie geht, was man eventuell draußen gebrauchen könnte. Neben natürlich Kameras, Rigs und Stativen. Ihr kennt das von Thailand, wenn man solche Sachen im Außenbereich filmen möchte, ist es natürlich wahnsinnig laut. Man versteht kaum das eigene Wort. Dazu war schon geplant gewesen, dass uns Charlie eine riesige Boombox mitbringt, damit man seinen Song natürlich auch entsprechend spielen kann. Ja, ebenso wichtig auch sind viele Kleinigkeiten, Tabletten, Creme, Sprays, Lotion, weil ihr kennt das, da fällt mal einer schnell von irgendeinem Stein runter, da verrenkt sich mal einer den Fuß, vielleicht eine von den Mädels dann Kopfschmerzen und so weiter, oder man hat selbst Kopfschmerzen. Oder ich sage zum 95. Mal meinen Lieblingssatz: Ich kann so nicht arbeiten. Natürlich auf Deutsch, das verstehen dann die wenigsten. Und ansonsten geht es natürlich los, gut gelaunt, mit viel Erwartung auf einen wunderbaren Drehtag. Der erste Stopp sollte in einer bekannten Bar in Jomtien in der Nähe von Pattaya sein. Ihr seht hier schon mal die große Boombox. Das erste Kaltgetränk stand schon bereit. Die Mädels haben sich schon so ein bisschen darauf vorbereitet. Und das Schöne ist, ich musste mich hier um nichts kümmern, also um keinen Drehort, um keine Mädels, um keine Tänzerin und so weiter. Das ist alles Charlie organisiert, alles auf seine Kosten. Ja, dazu kommen wir später vielleicht noch mal so ein bisschen. Aber der Spaß stand am Anfang schon im Mittelpunkt.
Hier wird dann also erstmal so ein bisschen sich warm getanzt, dass man also auch den Mädels mal so ein bisschen den Song überhaupt näher bringt, dass die wissen, um was es geht. Zwischenzeitlich kann ich schon mal so versuchen, so ein paar Kamerashots zu machen. Ja, nach ungefähr den ersten 3, 4 Probeaufnahmen war schon klar gewesen, das Konzept mit großen Gimbal-Kameras inklusive schöner Beleuchtung und so weiter wird hier nicht funktionieren. Warum? Zeitdruck ohne Ende, weil die Bars hatten auch nicht geschlossen gehabt, sondern haben dann natürlich für uns während des Live-Betriebs eigentlich die paar Flächen freigeräumt, damit wir hier ein bisschen arbeiten können. Aber wieder hier mein Lieblingssatz, ich kann so nicht arbeiten. Also große Kamera mit viel Beleuchtung, abgehangene mit Tüchern, damit man dann eventuell nochmal in Greenscreen ein paar Aufnahmen machen kann und so weiter. War alles nicht möglich gewesen. Dann ist eben nur wichtig, dass man am Set ein bisschen improvisiert. Umschwenken zum Beispiel auf eine kleine Kamera mit einem Handy-Display. Warum nicht? Kann man alles machen. Man ist dann vielleicht auch etwas näher dran. Vielleicht bringt das dann auch zum Schluss so ein bisschen eher so den Party- und Privatstyle rüber, weil es sollte ja keine TV-Produktion werden, sondern wirklich so semi-professionell. Kann man alles in irgendeiner Art und Weise machen. Und wenn dann der Kameramann ebenfalls auch noch der Tanzinstructor ist, der Vortänzer und den Mädels doch sagt, wo sie stehen sollen, weil ihr dürft nicht vergessen, das sind keine professionellen Tänzerinnen oder Schauspielerinnen, sondern das sind Mädels angeheuert hier aus umliegenden Bars, die sich das natürlich auch zahlen lassen haben. Aber wie gesagt, mit ein bisschen Übung, und Charlie ist natürlich selber der geborene Entertainer, der weiß, was er tun soll, der weiß, wo er vor der Kamera stehen muss. Das war mit den Mädels dann immer nicht ganz so einfach gewesen. Aber jede Menge Spaß natürlich, und die Leute, die dann also auch schon in den Bars am Nachmittag gesessen sind, waren gleich als Zaungäste willkommen, konnten gleich so ein bisschen den Song auch mitgrölen und mitsingen und mitklatschen. Ist natürlich dann auch nochmal eine extra Herausforderung, wenn man vor Publikum drehen muss. Allerdings auch das kriegt man sehr, sehr gut gemeistert. Ja, falls ihr ein bisschen neugierig seid, wie der Song ungefähr klingt, ich spiele euch hier mal so ein bisschen was ein. Das ist nicht das Original, aber es kommt dem ziemlich nahe, so dass man also so einen groben Eindruck bekommt, wie das dann einfach zum Schluss klingen wird. Aber eins muss man den Mädels zugute halten, sie sind lernfähig, sie sind auch ausdauernd. Immer wenn ich was wiederholen wollte, haben sie es dann möglichst versucht. Aber wie gesagt, wir hatten sehr, sehr viel Zeitdruck gehabt, wir mussten dann auch weiter. Es ist nicht unbedingt so üblich, wenn ich selber arbeite, dass man sagt, okay, du musst hier 5, 6 Locations innerhalb von einem Tag schaffen. Das alles dann auch ohne groß Technik aufzubauen, ohne richtige Beleuchtung und so weiter. Also muss man da schon ein bisschen zaubern, damit das Endergebnis dann irgendwie auch noch ansehnlich wird. Weil ich hätte gerne natürlich viel, viel mehr gemacht. Allerdings ist es auch nicht möglich, wenn da wirklich der Live-Betrieb in den Bars und so weiter ist, da dann einfach alles für Stunden zu blockieren. Fängt an von Parkplätzen, dass wir unsere Sachen hier kilometerweit tragen mussten, dass wir dann kein Licht aufbauen konnten und so weiter. Aber okay, damit muss man halt leben. Das ist halt ein Projekt, wo man dann sagt, hier ist einfach Improvisationstalent gefragt. Auch das sind ja Sachen, die wir als Deutsche gut können, wo wir auch wissen, wie man sich dann, sagen wir mal, aus der kleinen Klemme, die nicht geplant war, wieder befreien kann. Mein großes Glück ist natürlich, dass ich Maud hier als Co-Produzentin noch so ein bisschen gewinnen konnte. Eigentlich hatte sie vorgehabt, sich um die Mädels zu kümmern, stylistisch die ein bisschen zu beraten, vielleicht Make-up, vielleicht Haare, vielleicht auch von der Kleidung und so weiter. Aber auch das war leider alles gar nicht notwendig gewesen, weil Charlie sagte dann auch, ach, lass die anziehen, was die wollen. Wir brauchen das nicht so professionell. Wenn die sich nicht gut schminken können, haben sie Pech gehabt. Dann sehen sie halt im Video so aus, wie sie in Natur aussehen. Gut, dafür hatte Maud dann noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich um mich zu kümmern. Getränke, Tabletten, mich ein bisschen beruhigen, wenn der Blutdruck wieder stieg. Ich kann so nicht arbeiten. Und wir hatten natürlich auch dann die Möglichkeit gehabt, noch zuzugreifen auf David, der hier eigentlich den Techniker spielen sollte, aber da wir hier nichts an Technik aufzubauen hatten, konnte er sich dann darum kümmern, dass
ihr so ein paar Aufnahmen macht, behind the scenes, so dass ihr also auch mal so ein bisschen seht, was man hier alles in Thailand machen könnte und was man also auch mit kleinem Budget hier produzieren kann. Left. Bom, bom, bom. Okay, weiter. Go, 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 go. Go. Ich glaube, die meiste Zeit haben wir hier in dieser Bar verbracht, weil wir hier natürlich auch ein bisschen uns erstmal einarbeiten mussten. Wie könnten die Mädels mit uns harmonieren? Wie funktioniert das? Können die untereinander auch miteinander arbeiten? Auch ein paar nette Außenaufnahmen schon gemacht und so weiter. Also all diese Sachen haben wir versucht, hier wirklich mehr oder weniger semi-professionell dann abzubilden. Gar nicht schlecht geworden. Und dann ging es aber auch ganz, ganz schnell schon weiter. Dann auch noch ein paar Aufnahmen geplant vom Beach. Ich war, falls ihr alle unsere Videos schon gesehen habt, vor ein paar Tagen an all den Drehorten schon vorab gewesen, habe mir das genau angeschaut, habe mir die Lichtverhältnisse angeschaut, habe geschaut, was kann man machen, wo könnte man eventuell ein gutes Video drehen und so weiter. Ihr seht es hier rübergewandert zum Dong Tan Beach und dann müssen die Mädels erstmal hier durch knöcheltiefes Wasser warten, um überhaupt an den Drehort zu kommen, den ich mir ausgedacht hatte. Ja, wir hätten uns das einfacher machen können, oben irgendwo bleiben, aber ne, richtig ausgepowert und ein bisschen kaputt schon, macht das alles viel mehr Spaß. Und dann war ich immer noch nicht ganz zufrieden und wir brauchten weitere Shots, die man unbedingt später in ein fertiges Video mit einbauen kann. Immer wieder schön, wie gesagt, freundliche 30 Grad im Schatten, aber die Mädels sind das gewöhnt, alles Thailänderinnen. Die wissen, mit den Temperaturen umzugehen. Und Hintergrund, die Co-Produzentin hat für Essen, Getränk und alles Sonstige gesorgt, um halt alle bei Laune zu halten. Weil nach 3-4 Stunden Dreh an einer Location ist man dann doch schon ziemlich geschlaucht und ein bisschen auch müde. Wie gesagt, immer die Anweisung von mir zu hören, bitte mach mal so, bitte mach mal hier. Man dreht das nicht einfach so schnell runter in einem Shot, wie man sich das vielleicht so vorstellt, sondern vieles musste wiederholt werden, musste mehrfach dasselbe gedreht werden. Aber das muss halt so ein bisschen sein, damit das auch das Endergebnis richtig schön ist. Nebenbei musst du als Kameramann wirklich alles in Personalunion, Dance Instructor, Motivator und alles zusammen, dass es noch irgendwie vernünftig aussieht. Also es ist sehr, sehr lustig. Gerade hier oben waren auch viele Touristen gewesen, die dann im Hintergrund gestanden haben, mitgesungen oder mitgeklatscht zumindest hatten oder die, oh, ganz interessant, mal sowas zu sehen. Wäre natürlich schöner, wenn wir hier noch ein bisschen professioneller aufgetreten wären, noch unsere Lampen alles aufgebaut hätten und so weiter. Aber sollte nicht sein. Also haben wir das Beste so draus gemacht. Und die haben wahrscheinlich auch ihren Spaß gehabt als Zuschauer. Hab dann noch nebenbei kleine Videos schon mal gemacht, die sie wahrscheinlich dann über, guck mal hier, diese verrückten Ausländer drehen hier Musikvideos. Den Song werden sie natürlich nicht verstanden haben, weil er ja auf Deutsch gesungen wird. Allerdings schaltet der sehr, sehr laut überall. Weil wie gesagt, man muss ja auch ein bisschen sehen, dass die Lippensynchronität da ist, dass die Mädels sich auch ein bisschen zu dem Takt bewegen und so weiter. Ja, solche Sachen sind halt interessant und machen halt auch wirklich wahnsinnig viel Spaß. Und gerade wenn ich jetzt all das hier sehe, was wir hier so rundherum gemacht haben, ja, gar nicht schlecht von den Ideen. Wie gesagt, haben wir vieles spontan einfach umgesetzt und nicht so unbedingt nach dem Drehplan gegangen.
Viele Orte in Pattaya eignen sich natürlich auch gut für Video- und Filmaufnahmen. Das ist ganz klar, man muss die halt entsprechend kennen. Also auch hier, Charles, oh mein Gott, was ihr alles für Orte kennt, wo ihr uns da überall hinschleppt. Ja, es gibt diese schönen Orte, die also auch gute Bilder produzieren. Man hätte das natürlich auch alles irgendwie vor einer dreckigen Kulisse machen können. Allerdings macht das natürlich wenig Sinn. Und wer weiß, wer später dieses Video auf der Welt mal sieht, kriegt er natürlich dann gleich vielleicht zwar den richtigen, aber für eine Musikproduktion den falschen Eindruck. Also schöne Orte ausgesucht, wo man dann also auch ein bisschen im Sonnenuntergang schon hier arbeiten kann. Ja, so wiederholt sich das Ganze natürlich. Im fertigen Video waren wir dann insgesamt in 3 Bars gewesen. Das werdet ihr dann sehen, wenn das Ganze dann veröffentlicht wurde bei Charlie. Aber ich denke, man kann anhand der Videos, die ihr jetzt schon ein bisschen gesehen habt von Behind the Scenes, sich so ein bisschen vorstellen, was da auf einen zukommen würde. Was auf mich danach zukam, war natürlich die komplette Nachbearbeitung. Könnt ihr euch das vorstellen, so ein Musikvideo zu schneiden und so weiter. Das ist nichts, was man von einer halben Stunde so macht, um das irgendwie mal schnell zusammenzuhauen. So die Daily Vlogs, die man so auf YouTube sieht, die sind in wenigen Minuten zusammengeschnitten. Das ist schnell gemacht, wenn man die überhaupt schneiden muss. Teilweise werden die ja gleich mit Ton und so weiter aufgenommen. Hier ist es natürlich eine ganz andere Herausforderung. Hier muss man dann richtig arbeiten. Hier hat man Timelines, die bis zum Himmel gehen, wenn man da nicht dann vernünftig in irgendeiner Art und Weise sich selbst organisieren kann, ja, dann wird es halt schwierig, sich dann irgendwie noch durchzufinden. Vor allen Dingen dann, wenn es noch Nacharbeiten gibt, wenn man sagt, Mensch, guck doch mal bei Minute 1,25 diese Szene, das könnte man doch noch mal ein bisschen nachschneiden. Wer ein bisschen mit Videos arbeitet, weiß auch, wie komplex diese ganze Spielerei ist, wenn man hier zum Beispiel tonnenweise Datenmaterial transportieren muss. Ja, hier auch mal so einen kleinen Blick ins Drehbuch, hätte ich beinahe gesagt. War natürlich von mir schon mal alles vorbereitet gewesen, so dass man, wenn man dann vor Ort ist und sich auf Dinge wie Kamera, Mädels und so weiter konzentrieren muss, dass man dann nicht anfängt, noch ein Konzept zu entwickeln, sondern alles war schon in dem Drehbuch geskriptet, um möglichst viel von allen Eventualitäten schon mal rauszunehmen. Hat es geklappt? Ja, nicht ganz, aber zumindest hatte ich meinen Fahrplan per Computer und im Kopf dabei gehabt, so dass man dann sagen konnte, okay, es ist ziemlich so gut geworden, wie es unter den entsprechenden Umständen halt möglich war. Ja, lasst mich doch Danke sagen nochmal an Charlie aus Wien für die Möglichkeit, hier ein bisschen mit ihm zu drehen. Dazu vielen Dank an Maud als Co-Produzentin und verhinderte Stylistin. An die Damen auch mein herzliches Dankeschön für eure Mitarbeit. Ich habe leider euren Namen schon wieder vergessen. Aber das passiert. Tut mir leid. Bitte nicht persönlich nehmen. David, vielen Dank nochmal für die Behind-the-Scenes-Shots und für deine angebotene Hilfe als Techniker, die wir leider auch nicht gebraucht haben. Dazu nochmal mein herzliches Dankeschön auch an die Betreiber der Bars, die für die ganze Zeit da uns ihre Location zur Verfügung gestellt haben, die uns auch das ganze Chaos, was wir hinterlassen haben, dann bestimmt wieder hinterhergeräumt haben. Und ebenfalls nochmal vielen Dank an all die Zaungäste, die rundherum standen, die mitgeschaut haben, die hier uns motivierend bei den Tanzeinlagen unterstützt haben. So, das soll es für dieses Video Behind the Scenes gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, was wir hier gemacht haben an diesem Drehtag hier in Pattaya. Wenn ihr möchtet, abonniert unseren Kanal, dann werde ich euch auf alle Fälle informieren können, wenn das fertige Video veröffentlicht wird. Ansonsten, wenn ihr Ideen, Anregungen, Fragen habt zu all diesen Themen, die wir hier besprechen, schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Dann sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.